Stell dir vor, es ist der 17. Dezember, die Arbeit ruht, Glücksspiel ist plötzlich erlaubt und Sklaven sitzen am Tisch, während ihre Herren sie bedienen. Eine ganze Stadt ist in freudiger Aufregung und der Ruf »Io Saturnalia« schallt durch die Gassen. Nein, das ist kein modernes Laissez-faire-Experiment, das sind die Saturnalien, das wohl ausgelassenste und subversivste Fest der Antike. Zu Ehren des Gottes Saturnus feierte man sie am 17. Dezember, dem Tag der Weihe seines Tempels. An diesem Tag gab es keinen Unterricht, keine Gerichtsverhandlung, keine Arbeit. Ganz Rom und selbst das Heer feierte mit. Zum Auftakt lösten die Priester die Wollbinden von Saturns Statue. Jupiter hatte ihn der Legende nach einst in Ketten gelegt. Vor dem Tempel auf dem Forum Romanum wurde nach griechischem Ritus geopfert, also mit unbedecktem Haupt. Und schließlich das große Gelage, das Lectisternium, bei dem Götterstatuen auf Kissen ruhten, während die Priester für sie speisten. Der Wein floss in Strömen und die Stimmung erreichte regelmäßig orgienhafte Dimensionen. Über all dem wachte der Saturnalicus Princeps, eine Art Karnevalsprinz mit göttlicher Narrenlizenz. Seine Aufgaben: zum Trinken animieren, ausgelassene Spiele anordnen und jede Menge Unsinn befehlen, vom albernen Spottgesang bis hin zu spontanen Tanzeinlagen auf dem Tisch, vorzugsweise unbekleidet. Mit den Jahrhunderten wuchs auch die Dauer, zur Zeit Ciceros 3 Tage, später unter Caligula 5, in privaten Kreisen gemütlich bis zum Jahresende. Die Saturnalien erinnerten an das goldene Zeitalter Saturns, in dem es weder Sklaven noch Herren gab. Für kurze Zeit wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Sklaven wurden von ihren Herren bedient, saßen mit ihnen gemeinsam am Tisch und durften frei reden, scherzen und spotten. Die Herren wiederum legten ihre steife Toga ab, schlüpften in bunte Festgewänder und setzten den Pileus auf, die Mütze der Freigelassenen. Geschenke durften nicht fehlen, kleine Tonfiguren, die sogenannten Sigillaria, Kerzen und andere Glücksbringer. Erinnerungen an das goldene Zeitalter Saturns, an Fruchtbarkeit und an das Licht der Sonne. Wie frei es tatsächlich zuging, hing vom Haushalt ab. Während in manchen Häusern die Anarchie tobte, pflegte man in den Villen der Oberschicht das philosophische Gespräch. Feuchtfröhlich, aber bitte mit Niveau. Und ja, wer dabei an Weihnachten und Karneval denkt, liegt goldrichtig. Historiker vermuten, Papst Liberius habe im 4. Jahrhundert das Datum des Weihnachtsfestes bewusst auf den 25. Dezember gelegt, um die heidnischen Saturnalien in ein christliches Gewand zu kleiden. Kein schlechter PR-Schachzug, bewiesen ist dies jedoch nicht. Die Saturnalien waren also mehr als ein antikes Besäufnis. Sie waren ein gesellschaftliches Ventil. Für kurze Zeit hob man Hierarchien auf, lachte gemeinsam und feierte das Menschsein an sich.